Lektion 1: Grundlegendes zum Lebensmitteleinkauf. Guten Morgen, Anna. Ich habe auch etwas Milch, Brot und Eier bekommen. Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchten? Hallo John, das habe ich. Ich habe es heute Abend geschafft, die Zutaten für das Abendessen zu besorgen. Das ist toll zu hören. Was hast du vor zu kochen? Ich mache eine herzhafte Gemüsesuppe. Es ist perfekt für dieses kühle Wetter. Klingt beruhigend. Ich liebe eine gute Suppe, besonders wenn sie hausgemacht ist. Puh, es ist so viel gesünder als im Laden gekaufte Optionen. Fügen Sie spezielle Gewürze oder Kräuter hinzu, um den Geschmack zu verstärken? Tja, normalerweise füge ich Thymian und Rosmarin hinzu. Es verleiht der Suppe ein schönes Aroma. Diese Kombination muss ich unbedingt ausprobieren. Frische Kräuter machen in Gerichten wirklich den Unterschied. Lektion 2: Kundenunterstützung. Hallo Anna, ich wollte dich bei etwas um Hilfe bitten. Hallo John, natürlich. Gibt es sonst noch etwas, bei dem ich Ihnen helfen kann? Ich versuche, meinen Zeitplan für die Woche zu organisieren, bin aber etwas überfordert. Dabei kann ich helfen. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihre Aufgaben zu priorisieren? Das ist eine gute Idee. Ich werde oft von weniger wichtigen Dingen abgelenkt. Das passiert den Besten von uns. Das Erstellen einer Liste kann Ihnen helfen, konzentriert zu bleiben. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Wie organisieren Sie normalerweise Ihre Aufgaben? Ich kategorisiere sie nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Es hilft mir, zuerst das in Angriff zu nehmen, was Aufmerksamkeit erfordert. Das macht Sinn. Ich werde es versuchen und sehen, ob es meine Produktivität steigert. Lektion 3: Die perfekte Passform finden. Hallo Anna, ich suche Jeans in Größe 28. Hallo John, lass mich das Rack für dich überprüfen. Für welchen Stil interessieren Sie sich? Ich bevorzuge eine schmale Passform. Es ist bequemer für meine täglichen Aktivitäten. Das hört sich gut an. Slimfit Jeans können sehr vielseitig sein. Haben Sie eine bestimmte Farbe im Sinn? Normalerweise bevorzuge ich klassisches Blau, bin aber auch offen für Schwarz. Beides sind großartige Entscheidungen. Sie können problemlos mit verschiedenen Outfits kombiniert werden. Genau, ich halte meine Garderobe gerne schlicht und dennoch stilvoll. Hast du in letzter Zeit gute Jeans gefunden? Ich habe vor kurzem eine Distressed Jeans gekauft. Sie verleihen einen trendigen Look und sind dennoch bequem. Distressed Jeans können Charakter verleihen. Ich sollte diesen Stil auch in Betracht ziehen. Definitiv. Und wenn Sie Größe 8 und 20 nicht finden, kann auch die Bitte um Hilfe dabei helfen, die richtige Passform zu finden. Guter Punkt. Ich werde daran denken, zu fragen, ob ich nicht finden kann, was ich brauche. Lektion 4: Das Selbstbild annehmen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie viele Sorgen sich die Menschen um ihr Aussehen machen. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Die meisten Menschen wünschen sich ein ideales Aussehen. Ah, es scheint, als gäbe es einen ständigen Druck, bestimmte Schönheitsstandards zu erfüllen. Ja, und es kann anstrengend sein. Stattdessen ist es wichtig, unsere Einzigartigkeit anzunehmen. Ich stimme voll und ganz zu. Das Feiern unserer Individualität kann zu größerer Selbstakzeptanz führen. Glaub,
In den sozialen Medien werden oft unrealistische Bilder dargestellt, die unser Selbstwertgefühl beeinträchtigen können. Das tut es. Pausen von sozialen Medien können uns helfen, uns auf unser wirkliches Leben und unseren Selbstwert zu konzentrieren. Tiluf. Uns mit positiven Einflüssen zu umgeben, ist der Schlüssel zum Aufbau eines gesunden Selbstbildes. Gut gesagt. Erinnern wir uns gegenseitig daran, uns wertzuschätzen, wer wir sind mit all unseren Fehlern. Lektion 5. Verstehen Sie Ihr Publikum. Hallo Anna, ich habe über unsere Marketingstrategie nachgedacht. Hallo John, das ist ein entscheidendes Thema. Wir müssen die Zielgruppe und ihre Vorlieben identifizieren. Reicht's. Wenn wir unser Publikum verstehen, können wir unsere Botschaften effektiver gestalten. Klar, wir sollten Umfragen durchführen oder Feedback einholen, um herauszufinden, was sie wirklich wollen. Tolle Idee. Dadurch können wir Inhalte erstellen, die bei Ihnen Anklang finden. Darüber hinaus kann die Analyse demografischer Daten Einblicke in ihre Interessen und Verhaltensweisen liefern. Ja, es ist wichtig, unseren Ansatz basierend auf diesen Erkenntnissen anzupassen. Und wenn wir Trends im Auge behalten, können wir auf dem Markt relevant bleiben. Vereinbart. Lassen Sie uns unsere Ideen zusammentragen und einen umfassenden Plan entwickeln, um unser Publikum effektiv zu erreichen. Lektion 6: Der perfekte Picknicktag. Hi Anna, wie ist das Wetter heute? Es ist ziemlich sonnig, nicht wahr? Hallo John, ja, das ist es. Der Sonnenschein macht es perfekt für ein Picknick im Park. Absolut. Haben Sie Lieblingspicknickplätze im Sinn? Ich liebe den Botanischen Garten. Die Blumen sind wunderschön und es ist normalerweise nicht zu voll. Das hört sich herrlich an. Was packst du normalerweise für ein Picknick ein? Ich bringe gerne sanftiges, frisches Obst und ein paar erfrischende Getränke mit. Bitte. Normalerweise packe ich Snacks wie Käse und Cracker sowie ein paar hausgemachte Kekse ein. Die klingen entzückend. Wir sollten eine Liste der mitzubringenden Dinge erstellen. Tolle Idee. Denken wir auch über ein paar Spiele im Freien nach, die wir während unseres Aufenthalts genießen können. Das würde es noch lustiger machen. Ein Frisbee oder eine Decke zum Entspannen klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine wunderbare Möglichkeit sein, das sonnige Wetter und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Lektion 7: Lokale Kultur annehmen. Guten Morgen, Anna. Wenn ich reise, versuche ich immer, in die lokale Kultur einzutauchen. Hallo John, das ist ein fantastischer Ansatz. Es steigert das Reiseerlebnis wirklich. Absolut. Das Probieren lokaler Straßengerichte ist eine meiner liebsten Möglichkeiten, eine Verbindung zu einem Ort herzustellen. Ich stimme zu. Streetfood spiegelt oft die authentischen Aromen der Region wider. Hast du ein Lieblingsgericht? Ich liebe Tacos, wenn ich in Mexiko bin. Sie schmecken so frisch und lebendig. Das hört sich köstlich an. Wenn ich in Europa bin, probiere ich gerne lokales Gebäck. Das ist immer ein Genuss. Der Austausch mit Einheimischen kann auch großartige Einblicke in ihre Traditionen ermöglichen. Die Teilnahme an Gesprächen kann zu wunderbaren Empfehlungen für versteckte Schätze führen. Genau.
Es geht darum, die Erfahrungen anzunehmen und von den Menschen um uns herum zu lernen. Lektion 8: Die Bedeutung von Versprechen. Hallo Anna, ich habe über die Bedeutung von Versprechen in unserem Leben und in unseren Gesetzen nachgedacht. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Versprechen bilden die Grundlage für Vertrauen und Beziehungen. Absolut. Auch wenn unsere Nation ihre Versprechen manchmal nicht einhält und manchmal verzögert, müssen wir sie einhalten. Ja, es ist von entscheidender Bedeutung, um die Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten und Gerechtigkeit zu gewährleisten. Wie können wir Ihrer Meinung nach die Verantwortung fördern? Ich glaube, dass die Förderung einer offenen Kommunikation der Schlüssel ist. Die Menschen sollten sich wohlfühlen, wenn sie über ihre Verpflichtungen sprechen. Der stimme zu. Transparenz ermöglicht ein besseres Verständnis und eine bessere Zusammenarbeit. Darüber hinaus kann die Vermittlung des Werts von Versprechen schon in jungen Jahren dazu beitragen, künftigen Generationen Integrität zu vermitteln. Durchgesagt. Es ist wichtig für den Aufbau einer Gesellschaft, die auf gegenseitigem Respekt und Zusammenarbeit basiert. Hoffen wir, dass wir alle danach streben können, unsere Versprechen zu halten, sowohl persönlich als auch gemeinsam. Lektion 9: Vorfreude auf ein künstlerisches Wochenende. Hi Anna, wir können unser künstlerisches Wochenende kaum erwarten. Hallo John, ich auch. Es wird eine erfrischende Abwechslung von unserem gewohnten Alltag sein. Absolut. Ich freue mich darauf, die Galerien zu erkunden und vielleicht sogar selbst etwas zu malen. Das klingt spannend. Haben Sie schon einmal gemalt oder ist das eine neue Erfahrung für Sie? Ich habe ein bisschen herumexperimentiert, aber ich bin definitiv kein Experte. Es wird Spaß machen, gemeinsam zu lernen. Gemeinsam lernen ist das Beste. Welche Art von Kunst interessiert Sie am meisten? Ich bin fasziniert von abstrakter Kunst. Es wirkt so ausdrucksstark und offen für Interpretationen. Ich liebe auch abstrakte Kunst. Es ermöglicht so viel Kreativität. Hast du einen Lieblingskünstler? Ich mag Claude Monet. Er ist sehr berühmt. Ich bin ein großer Fan von Claude Monet. Sein Einsatz von Farbe und Licht ist einfach faszinierend. Monets Werk ist wunderschön. Wir sollten dieses Wochenende unbedingt einen Ort besuchen, an dem impressionistische Kunst ausgestellt ist. Lektion 10: Reisevorbereitungen. Guten Morgen Anna, ich habe gehört, dass Sie Unterkunfts- und Verpflegungsgutscheine für unsere bevorstehende Reise anbieten. Hallo John, das ist gut. Zumindest können wir etwas Geld für Verpflegung und Unterkunft sparen. Genau. Mussten Sie die Unterkünfte selbst buchen oder wurden diese für Sie arrangiert? Sie wurden für mich arrangiert, was die Planung erheblich erleichterte. Höhe. Ich musste meine buchen, habe aber online ein tolles Angebot gefunden. Es ist immer schön, etwas Geld zu sparen. Ruf. Das Finden guter Angebote kann das Reiseerlebnis wirklich verbessern. Rechts. Planen Sie, während unseres Aufenthalts die lokale Küche zu erkunden? Definitiv. Ich glaube immer, dass das Probieren lokaler Gerichte einer der besten Aspekte des Reisens ist. Ich stimme zu. Ich kann es kaum erwarten, die lokalen Aromen zu probieren und vielleicht ein paar Rezepte mitzubringen. Lektion 11: Erinnerungen schätzen. Hallo Anna, es ist so wichtig, unsere Reiseerlebnisse zu schätzen und in Erinnerung zu behalten.
Hallo John, das freut mich. Diese Erinnerungen prägen oft unsere Perspektiven. Genau. Sie liefern Geschichten, die wir mit anderen teilen können. Haben Sie eine Lieblingsreiseerinnerung? Ja, der Besuch der antiken Ruinen in Rom war unvergesslich. Die Geschichte war so greifbar. Das klingt unglaublich. Ich erinnere mich an Wanderungen in den Bergen und das Gefühl vollkommener Ruhe. Die Natur hat auch eine Art, uns zu erden, nicht wahr? Haben Sie Pläne für eine zukünftige Reise? Ich denke über eine Reise nach Japan nach. Ich möchte die Kultur und die Kirschblüten erleben. Das wäre großartig. Japan hat eine so reiche Kultur und köstliche Küche. Absolut. Ich hoffe, auf dieser Reise noch viele schöne Erinnerungen zu schaffen. Lektion 12: Die Auswirkungen von Arbeitsstilen. Hallo Anna, mir ist aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, dass ich mehr schaffe, wenn ich in kurzen Abständen arbeite. Hallo John, wirklich. Ich habe gehört, dass dies bei manchen Menschen tatsächlich die Produktivität beeinträchtigen kann. Das ist interessant. Ich frage mich, ob es vom Arbeitsziel des Einzelnen abhängt. Definitiv. Einige leben von Struktur, während andere Flexibilität benötigen, um motiviert zu bleiben. Genau. Ich finde, dass das Einstellen eines Timers für konzentrierte Arbeitssitzungen mir hilft, bei der Sache zu bleiben. Das ist eine kluge Technik. Es erzeugt ein Gefühl der Dringlichkeit, das sehr effektiv sein kann. Rechts. Außerdem bleiben meine Gedanken frisch, wenn ich regelmäßig Pausen einlege. Wie verwalten Sie normalerweise Ihre Zeit? Ich bevorzuge es, einen detaillierten Zeitplan zu erstellen. Wenn ich weiß, was ich tun muss, bleibe ich organisiert. Das klingt produktiv. Finden Sie, dass es Ihnen dabei hilft, Prokrastination zu vermeiden? Ja, das tut es. Mit einem klaren Plan bleibt man leichter auf dem richtigen Weg. Ich denke, ich sollte einen strukturierteren Ansatz ausprobieren und sehen, wie er für mich funktioniert. Lektion 13: Die Geschichte des Landes. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass dieses Gebiet einst ein paar wohlhabenden Grundbesitzern gehörte? Hallo John, wirklich. Das wusste ich nicht. Was ist mit dem Land passiert? Die Vermieter beschlossen, dass sie mit dem Land mehr Geld verdienen könnten, wenn sie die Mieter vertreiben würden. Das ist bedauerlich. Eine Räumung kann tiefgreifende Auswirkungen auf Gemeinschaften haben. Absolut. Es führt oft zur Vertreibung von Familien und stört die lokale Kultur. Es ist traurig, an die Menschen zu denken, die ihr Zuhause verlieren. Gab es Proteste dagegen? Ja, das gab es. Die Gemeinschaft kam zusammen, um für ihre Rechte zu kämpfen, was inspirierend ist. Das ist gut zu hören. Manchmal kann kollektives Handeln zu positiven Veränderungen führen. Genau. Es ist wichtig, dass die Menschen für das einstehen, woran sie glauben. Lektion 14: Eine Morgenroutine etablieren. Hi Anna, das ist großartig. Ich hatte vor, selbst eine Morgenroutine zu etablieren. Hallo John, Morgenroutinen können wirklich einen positiven Ton für den Tag festlegen. Was haben Sie vor? Ich denke darüber nach, Sport, ein gesundes Frühstück und etwas Lektüre zu integrieren. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Sport kann das Energieniveau steigern und die Konzentration verbessern. Genau.
Ich habe gehört, dass eine konsequente Routine auch Stress reduzieren kann. Hilf. Es gibt Ihnen von Anfang an ein Gefühl der Kontrolle und des Erfolgs. Ich möchte auch etwas Zeit für Achtsamkeit oder Meditation einplanen. Das ist eine fantastische Idee. Es kann helfen, Ihre Gedanken zu zentrieren und die Klarheit zu erhöhen. Ich muss klein anfangen und meine Routine schrittweise ausbauen. Irgendwelche Tipps, wie man dabei bleibt? Es kann sehr motivierend sein, ein Tagebuch zu führen, um Ihre Fortschritte zu verfolgen. Seien Sie außerdem nicht zu streng mit sich selbst. Voller Rat. Ich freue mich darauf, diese Reise zu beginnen und zu sehen, wie sie meinen Morgen verändert. Lektion 15. Grundlegendes zum Lebensmitteleinkauf. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, für unseren nächsten Einkaufsbummel eine Liste mit Grundnahrungsmitteln für die Speisekammer zu erstellen. Hallo John, das ist eine tolle Idee. Welche Grundnahrungsmittel sollten wir Ihrer Meinung nach einbeziehen? Ich glaube, wir sollten mit Produkten wie Reis, Nudeln und Bohnenkonserven beginnen. Sie sind sehr vielseitig. Ruf. Und vergessen Sie nicht die Gewürze und Öle. Die können den Geschmack unserer Küche wirklich verbessern. Rechts. Wie tragen Sie normalerweise alle Ihre Einkäufe nach Hause? Ich verwende gerne wiederverwendbare Beutel. Sie sind einfacher zu transportieren und umweltfreundlicher. Das ist klug. Ich habe manchmal Probleme mit schweren Taschen. Möglicherweise muss ich in einen stabilen Einkaufswagen investieren. Gerade für größere Touren klingt ein Bollerwagen sinnvoll. Es hilft auch, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Genau. Ich finde, dass eine vorausschauende Planung den Lebensmitteleinkauf viel effizienter macht. Lektion 16. Den Status quo in Frage stellen. Guten Morgen, Anna. Hast du schon von Dietrichs Sohn und ihren Anfechtungen der veralteten Regeln der AU gehört? Hallo John, ja, es ist inspirierend, wie sie sich weigerte, diese veralteten Vorschriften zu akzeptieren. Absolut. Ihre Entschlossenheit, sich für Veränderungen einzusetzen, ist lobenswert. Das ist es wirklich. Den Status quo in Frage zu stellen erfordert viel Mut und Überzeugung. Definitiv. Dietrichs Sohn hat einen Präzedenzfall für zukünftige Sportler geschaffen, die für ihre Rechte kämpfen. Ja, für Sportorganisationen ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen. Ich stimme zu. Indem er diese Regeln in Frage stellte, ebnete Dietrichs Sohn den Weg für mehr Gleichberechtigung im Sport. Ja, und es ermutigt auch andere, für das einzustehen, woran sie glauben. Es ist erstaunlich, wie die Handlungen einer einzelnen Person Veränderungen herbeiführen können. Lektion 17. Unseren Kreis erweitern. Hi Anna, unsere Picknickpläne gehen auf Hochtouren. Sollten wir noch jemanden einladen, sich uns anzuschließen? Hallo John, das hört sich großartig an. Vielleicht möchten unsere Freunde aus dem Englischkurs mitkommen. Das ist eine wunderbare Idee. Sie könnten den Ausflug genießen und es könnte eine unterhaltsame Gelegenheit sein, Englisch zu üben. Klar, außerdem ist es immer schön, außerhalb des Klassenzimmers Kontakte zu knüpfen. Glauben Sie, dass Sie daran interessiert wären, Essen oder Spiele mitzubringen? Ich wette, das würden sie. Dadurch könnte das Picknick noch lebendiger und interaktiver werden. Guter Punkt. Ich werde eine Nachricht verschicken und sehen, wer daran interessiert ist, sich uns anzuschließen.
Ich Perfekt. auch. Es wird Ich eine freue mich auf einen großartige unterhaltsamen Gelegenheit Tag sein, voller unsere Essen und Freundschaften Lachen. zu stärken. Lektion 18. Sonnenschutzsicher bleiben. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, vor der Sonne geschützt zu bleiben. Hallo John, ich kann nur zustimmen. Das Tragen von Sonnenschutzmitteln ist immer entscheidend für die Gesundheit der Haut. Genau. Ich finde auch, dass das Tragen von Hüten und Sonnenbrillen sehr hilfreich ist. Das sind tolle Ergänzungen. Ein Hut mit breiter Krempe kann Ihr Gesicht wirklich vor schädlichen Strahlen schützen. Rechts. Und es ist wichtig, alle paar Stunden erneut Sonnenschutzmittel aufzutragen, insbesondere im Freien. Psylhof. Viele Menschen vergessen das, was zu Sonnenbrennen führen kann. Hoffentlich wächst das Bewusstsein für Sonnenschutz weiter. Ja, Aufklärung über die Risiken der UV-Exposition ist für jeden von entscheidender Bedeutung. Es geht darum, kleine Schritte zu unternehmen, um uns zu schützen und die Natur sicher zu genießen. Lektion 19. Das Ungewöhnliche annehmen. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass bei der Veranstaltung nächste Woche gruselige Geräusche von einem Tonbandgerät zu hören sein werden. Hallo John, wirklich. Das klingt faszinierend. Was ist der Zweck dieser Geräusche? Es ist Teil eines kreativen Projekts, um Emotionen zu wecken. Allerdings nur für ein paar Tage im Monat. Das ist faszinierend. Die Einbindung des Publikums durch ungewöhnliche Klänge kann sehr effektiv sein. Genau. Es ist eine einzigartige Möglichkeit, ein immersives Erlebnis zu schaffen. Haben Sie schon einmal an etwas Ähnlichem teilgenommen? Ja, ich besuchte eine Kunstinstallation, bei der der Klang eine große Rolle für die gesamte Atmosphäre spielte. Klingt fantastisch. Es kann die Wahrnehmung der Kunst wirklich verändern, finden Sie nicht? Definitiv. Klänge können Erinnerungen und Gefühle hervorrufen, die visuelle Bilder allein möglicherweise nicht hervorrufen. Ich bin gespannt, wie Sie diese gruseligen Geräusche in die Veranstaltung integrieren. Lektion 20. Erstellen einer Morgenroutine. Hi Anna, ich habe mir gedacht, dass das nach einer gut geplanten Morgenroutine klingt, die du hast. Hallo John, danke. Ich versuche, es produktiv und dennoch unterhaltsam zu gestalten. Bitte. Ich sollte versuchen, einige dieser Elemente in meine Morgenstunden zu integrieren. Was empfehlen Sie? Wenn Sie mit etwas Dehnübungen oder Yoga beginnen, können Sie sich richtig mit Energie für den Tag versorgen. Das hört sich gut an. Ich muss mich auch auf ein gesundes Frühstück konzentrieren. Ruf. Eine nahrhafte Mahlzeit kann Ihren Stoffwechsel ankurbeln und die Konzentration verbessern. Ich habe gehört, dass die Planung am Vorabend auch dazu beitragen kann, die Morgenroutine zu optimieren. Ja, wenn Sie Jodfit und Ihre Mahlzeiten im Voraus vorbereiten, können Sie viel Zeit sparen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Es könnte mir helfen, mich organisierter und weniger gehetzt zu fühlen. Lektion 21. Es liegen arbeitsreiche Tage vor uns. Hey Anna, es hört sich an, als hätten wir beide arbeitsreiche Tage vor uns. Hallo John, ja, ich habe einen vollen Terminkalender mit Besprechungen und Aufgaben. Ebenfalls. Ich versuche, meine Aufgaben zu priorisieren, um organisiert zu bleiben. Das ist ein kluger Ansatz. Wie priorisieren Sie normalerweise, was Sie zuerst angehen? Ich erstelle oft eine To-Do-Liste und ordne Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Toll Idee.
Ich verwende gerne einen Planer, um meinen Tag zu visualisieren. Es hilft mir, konzentriert zu bleiben. Das ist eine wertvolle Technik. Hoffentlich schaffen wir es beide, alles effizient zu erledigen. In der Tat. Und wenn wir uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen, könnte das die Sache einfacher machen. Absolut. Schauen wir uns später noch einmal gegenseitig an, um zu sehen, wie wir vorankommen. Lektion 22. Navigieren in neuen Erfahrungen. Guten Morgen, Anna. Ich habe über unseren bevorstehenden Ausflug nachgedacht. Das hört sich gut an. Hallo John, ich stimme zu. Ich bin aufgeregt. Aber wie sieht es mit der Sicherheit aus? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte auf keinen Fall in eine heikle Situation geraten. Ja, wir sollten einen sicheren Bereich auswählen und ihn vielleicht vorher recherchieren. Gute Idee. Das Überprüfen von Bewertungen oder Empfehlungen kann uns dabei helfen, die besten Plätze zu finden. Ja, und aus Sicherheitsgründen ist es möglicherweise ratsam, in einer Gruppe zu reisen. Vereinbart. Es ist immer besser, Freunde in der Nähe zu haben, besonders an unbekannten Orten. Und wir können uns die Verantwortung teilen, ein Auge auf unser Hab und Gut zu haben. Perfekt. Mit etwas Planung werden wir eine unterhaltsame und sichere Erfahrung machen. Lektion 23. Webseiten interaktiv gestalten. Hallo Anna, ich habe untersucht, wie es möglich ist, Webseiten interaktiv zu gestalten. Hallo John, das klingt interessant. Auf welche Aspekte konzentrieren Sie sich? Ich schaue mir Multimedia-Elemente wie Videos und Animationen an, um Benutzer anzusprechen. Das ist ein toller Ansatz. Interaktiv bedeutet, dass die Leser aktiv teilnehmen und nicht nur lesen können. Genau. Das Hinzufügen von Quizzen oder Umfragen kann die Benutzerinteraktion erheblich steigern. Ja, und die Integration von Social Media Sharing Buttons kann auch die Interaktion verbessern. Ich stimme zu. Je interaktiver die Seite ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Benutzer wiederkommen. Puh, es schafft ein Gemeinschaftsgefühl und fördert Feedback. Ich freue mich darauf, mit diesen Ideen zu experimentieren und zu sehen, wie sie die Benutzererfahrung verbessern. Lektion 24. Eine Reise planen. Hallo Anna, ja, ich werde am Wochenende dorthin fahren. Haben Sie konkrete Aktivitäten im Sinn? Hallo John, das hört sich spannend an. Ich dachte, wir könnten einige Lokalwanderwege erkunden. Tolle Idee. Wandern ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und aktiv zu bleiben. Puh. Außerdem ist es eine fantastische Gelegenheit, einige schöne Fotos zu machen. Kennen Sie besondere Wanderwege, die empfehlenswert sind? Ich habe gehört, dass der Silver Lake Trail atemberaubende Ausblicke bietet und für alle Schwierigkeitsgrade geeignet ist. Das klingt perfekt. Ich liebe Wege, die zugänglich und dennoch lohnend sind. Ja, wir sollten auch ein Picknick einpacken, um es auf dem Gipfel zu genießen. Ich bin voll und ganz dafür. Es verleiht unserem Abenteuer eine nette Note. Lektion 25. Die Magie der Kunst. Guten Morgen, Anna. Ich habe mich schon immer zu Landschaften und Naturgemälden hingezogen gefühlt. Hallo John, oh, die liebe ich auch. Sie können ein solches Gefühl der Ruhe vermitteln. Genau.
Es hat etwas so Beruhigendes, in der Kunst von einer natürlichen Landschaft umgeben zu sein. Ja, und sie rufen oft Gefühle von Nostalgie oder Fernweh hervor. Haben Sie einen Lieblingskünstler, der für seine Landschaftsmalerei bekannt ist? Ich bewundere die Werke von Claude Monet. Sein Einsatz von Licht und Farbe ist faszinierend. Monet ist fantastisch. Seine Bilder fangen die Essenz der Natur auf wunderbare Weise ein. Ich schätze auch, wie verschiedene Künstler Landschaften in ihren einzigartigen Stilen interpretieren. In der Tat, jeder Künstler bringt seine Perspektive ein, was die Kunst so vielfältig und bereichernd macht. Lektion 26: Fairness in der Produktentwicklung. Hallo Anna, ich habe von einer neuen Firma gelesen, die Bänder an ihre Produkte bindet. Es ist ziemlich innovativ. Hallo John, wirklich. Welche Bedeutung haben die Bänder? Sie fördern Fairness im Produktionsprozess und gewährleisten eine ethische Beschaffung. Das ist ein lobenswerter Ansatz. Für Unternehmen ist es wichtig, ihre Produkte verantwortungsvoll zu verbessern. Absolut. Verbraucher werden sich zunehmend der Herkunft ihrer Produkte bewusst. Ja, und Transparenz in der Produktion kann Vertrauen zwischen der Marke und ihren Kunden aufbauen. Genau. Es ist eine Win-Win-Situation sowohl für das Unternehmen als auch für die Verbraucher. Ich hoffe, dass in Zukunft mehr Unternehmen ähnliche Praktiken anwenden. Ich auch. Für uns ist es wichtig, Unternehmen zu unterstützen, die ethischen Standards Priorität einräumen. Lektion 27: Heiße Tage am Wasser. Hi Anna, erinnerst du dich an die Woche, in der wir dort waren? Es war sehr heiß. Hallo John, ja. Die Sonne brannte, aber das Wasser war immer noch so erfrischend. Genau. Ich fand es toll, wie wir uns nach einem Aufenthalt in der Sonne abkühlen konnten. Ich auch. Schwimmen fühlte sich wie eine perfekte Flucht vor der Hitze an. Haben Ihnen die Strandaktivitäten gefallen? Definitiv. Ein Highlight für mich war das Bachvolleyballspielen. Und du? Ich habe es wirklich genossen, Sandburgen zu bauen und Muscheln am Ufer zu sammeln. Das hört sich lustig an. Es ist erstaunlich, wie einfache Aktivitäten so bleibende Erinnerungen schaffen können. Lektion 28: Der Zabelak auswählen. Guten Morgen, Anna. Wenn es um Pizza geht, liebe ich Peperoni und Pilze. Hallo John, das sind klassische Entscheidungen. Aber lasst uns dieses Mal zur Abwechslung die Hälfte des Käses verwenden. Das klingt nach einer tollen Idee. Käsepizza ist immer ein Publikumsliebling. Ja, es harmoniert gut mit den Toppings. Welche anderen Toppings mögen Sie? Ich mag auch Oliven und Paprika. Sie sorgen für einen schönen Grund und Geschmack. Die sind köstlich. Ich bevorzuge etwas Schärfe, daher sind Jalapenos auch meine erste Wahl. Würzige Jalapenos können den Geschmack wirklich aufwerten. Vielleicht können wir eine Mischung aus allem haben. Das wäre perfekt. Es macht immer mehr Spaß, eine abwechslungsreiche Pizza zu teilen. Ich freue mich auf unseren Pizzaabend.